Ich habe tagtäglich mit Patienten zu tun, die Schmerzen haben an Füßen. Manchmal sind ganz spezifische Beschwerden zu ganz genaue Krankheitsbilder, aber manchmal sind mehrere Krankheitsbilder bei dem gleichen Patienten vorhanden. In diesem Video zeige ich dir eine Zusammenstellung von ganz vielen Übungen für unterschiedliche Beschwerdenbilder, die du auch zusammen machen kannst, damit du die gesamte Muskulatur sowohl für deinen Fuß, aber auch für die Wade und Beinmuskulatur aktivierst, damit du an den Füßen beschwerdenfreier wirst. Sicherlich sind Übungen spezifische für bestimmte Beschwerdenbilder. Nichtsdestotrotz ergänzen sie sich diese Übungen in einen allgemeinen Aufbauprozess für die Fuß- und Unterschenkelmuskulatur. Und wir starten mit einer der wichtigsten Übungen, die Aufbau der Längsgewölbe. Beim normalen Gehen, bei jedem Schritt, treten ungefähr 120% von deinem Körpergewicht als Belastung auf deine Füße auf. Um diese Belastung bestmöglich zu verteilen zwischen Füße, Knie und Hüfte, muss dein Fuß ein Längsgewölbe haben. Wenn du einen Plattfuß hast, dann ist dein Längsgewölbe geschwächt. Die Muskulatur, die diese Gewölbe aufrechthalten sollte, tut es nicht und dadurch ist die Stoßdämpferfunktion vom Fuß geschwächt. Das heißt, der Druck wird jetzt ungebremst weiter nach oben geleitet, entweder zum Knie oder zur Hüfte hin. In diesem Video zeige ich dir 2 einfache Übungen, die du zu Hause machen kannst, um dein Längsgewölbe wieder zu aktivieren und die Stoßdämpferfunktion von deinen Füßen zurückzubekommen und somit beschwerdenfrei an Füßen, Knie und Hüfte werden. Das Problem bei einem Plattfuß ist, dass man häufig diese erste Muskulatur hier, den Tibialis anterior, dass der nicht genug aktiviert wird und dann auch die Muskulatur von deinem Fuß selber, die kleine Muskel zwischen den 26 Knochen von deinen Füßen. Als erstes, dass du eine Wahrnehmung dazu hast, wie du diese kleine Muskulatur anspannst, kannst du dich einfach mal hinsetzen und ein Handtuch auf den Boden werfen. Versuche dabei jetzt gerade zu sitzen. Deine Unterschenkel zu Oberschenkel sind in jetzt 90 Grad Stellung und deine Unterschenkel zu Boden auch nochmal in 90 Grad. Dadurch wird die Übung erstmal leichter. Und als erstes solltest du versuchen, einfach den mittleren Bereich von deinem Fuß von dem Handtuch hochzuheben. Das Wichtige ist, dass die ganze Zeit während der Übung, dass deine Ferse den Bodenkontakt behält, den Bereich unter dem Großzeh-Grundgelenk den ganzen Zeit den Kontakt mit dem Boden behält und auch den Kleinzeh-Grundgelenk muss die ganze Zeit. Diese 3 Punkte müssen auf dem Boden bleiben. Und dann versuchst du durch Aktivierung von dieser Muskulatur hier an den vorderen Bereich von deiner Unterschenkel, der wird aktiviert und du siehst hier, wie die Sehne rausspringt und die Längsgewölbe, die formt sie einmal. Und dann einfach wieder locker lassen. Und du baust erstmal diese Grundspannung auf. Und als nächstes versuchst du wie eine Raupe diesen Bereich von dem Handtuch zwischen Vorfuß und die Ferse, den versuchst du zusammenzuziehen, dass hier in der Mitte eine kleine Falte entsteht. Und dann wieder strecken. Du baust die Spannung erstmal auf. Du siehst hier, wie die Sehne gleich sofort hochkommt. Den Kontakt zwischen dem Großzeh-Grundgelenk, den Kleinzeh und die Ferse bleibt auf dem Boden und du ziehst jetzt das Handtuch ran. Ganz wichtig dabei ist, versuche nicht die Zehe zu krallen, weil das wäre jetzt zu viel und du würdest die Muskulatur einfach überkompensieren. Das heißt, die Längsgewölbe wird dadurch nicht unbedingt aufgebaut. 3 Punkte, Ferse, Großzeh, Kleinzeh und dann das Handtuch in der Mitte zu dir ranziehen. 5 Sekunden halten, 10 bis 15 Wiederholungen. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst
weil damit unterstützt du meine Arbeit. Und dann legen wir los mit der zweiten Übung. Und dafür brauchst du ein Terraband oder ein Bademantelgurt oder was du auch immer zu Hause hast. Und das Wichtige bei dieser Übung ist jetzt die Integration von Fuß, Knie und Hüfte. Weil nur durch diese Integration von diesen 3 Strukturen kannst du dann auch Beschwerden in den anderen Bereichen wie Knie und Hüfte jetzt vermeiden. So, du legst denn jetzt diesen Band auf den Vorfußbereich, aber nicht den kompletten Vorfuß, sondern hauptsächlich unter dem Bereich von dem großen Grundgelenk. Du setzt dich jetzt ein bisschen vorwärts auf den Stuhl, auf der vorderen Kante. Und jetzt solltest du eine bestimmte Vorspannung ausüben. Das heißt, du ziehst hier schon, dass es ordentlich eine Spannung gibt und dadurch musst du bewusst den großen Grundgelenk nach unten Richtung Boden drücken. Versuche jetzt aber ganz bewusst deine Knie leicht nach außen zu drücken, aber nur so doll, dass wenn du jetzt von oben runter guckst, dass Knie und Füße auf einer Ebene sind. Und jetzt beginnst du die Übung. Du spannst deine Gesäßmuskulatur an, behältst den 3 Punkte, Ferse, Groß-C, Klein-C, behältst diesen Kontakt auf dem Boden, stehst jetzt auf, spannst die Gesäßmuskulatur ganz bewusst an. Dadurch passiert so eine leichte Außendrehung von der Hüfte und dann gehst du auf den Vorfuß. Und jetzt wichtig, zieh. Aber halte deinen großen Zeh auf dem Boden, damit der Terraband nicht wegrutscht. Ferse wieder runter und dann wieder hinsetzen. Das gleiche nochmal von vorne. Das Band direkt unter das große Grundgelenk. Du hältst mit der anderen Seite fest, sitzt auf dem vorderen Bereich vom Stuhl. Bewusst 3 Punkte, Ferse, große Grundgelenk, Klein-C Grundgelenk auf dem Boden lassen. Jetzt aufstehen mit dem Kraft von deiner Gesäßmuskulatur. Wenn du jetzt runter guckst, muss deine Knie auf die gleiche Ebene sein von deinem Fuß und auch die Hüfte. Bewusst Knie strecken, Hüfte strecken und dann auf den Vorfuß gehen. Bis nach oben hin und da jetzt ganz bewusst den Kontakt von den großen Zehen noch weiter Richtung Boden drücken. Die Zehe, alle Zehen sind ganz fest auf dem Boden. Ferse wieder runter und jetzt Zug hier erhöhen, den 3 Punkte bewusst auf den Boden lassen, große Grundgelenk ganz doll gegen den Boden drücken und langsam wieder hinsetzen. Achte darauf, dass du den Kontakt von dem Terraband nicht verlierst. Und diese Übung solltest du dann mindestens so 6 bis 8 Mal wiederholen. Zug, Vorspannung, hoch, Fußspitze, runter mit der Ferse und langsam wieder hinsetzen. Nachdem du dein Längsgewölbe aufgebaut hast, geht es darum, dass du jetzt halt die Weichteil und die kleine Fußmuskulatur von deinen Füßen gut aufbauen kannst. Und am besten kannst du es jetzt mit dieser Übung für Plantarfasziitis. Was sind deine Füße, wenn du frühmorgens aufstehst? Anlaufschmerzen haben häufig mit einer Plantarfasziitis zu tun. In diesem Video zeige ich dir 3 Übungen, die du machen kannst, um deine Schmerzen schnell wieder loszuwerden. Mein Name ist Wisner, ich bin Physiotherapeutin und Osteopathin. Plantarfasziitis ist die Entzündung bzw. die Reizung von das Band, die Krümmung von einem Fuß stabilisieren sollte. Diese Überbelastung oder beziehungsweise diese Reizung findet statt, weil die Muskulatur von einem Fuß nicht stabil genug ist, beziehungsweise vielleicht eine Grundstatik von dem gesamten Körper nicht optimal ist. In diesem Video zeige ich dir 3 Übungen, die du machen solltest, damit du deine Beschwerden los wirst und damit die Stabilität von deinem Fuß wieder zurückgewinnst. Und wir legen los mit der ersten Übung. Der Fuß hat 2 Krümmungen bzw. 2 Bogen. Das erste ist die Längsgewölbe, die sieht man hier ganz gut. Und das andere ist die Quergewölbe, die ist unterhalb von den Zehen. Das heißt, dein Fuß ist einmal so in einer Wölbung und einmal so in einer Wölbung.
Die Plantarfaszitis, das heißt dieses Band, hält genau diese Krümmung. Und die erste Übung, dafür wirst du jetzt einen Tennisball brauchen, beziehungsweise so einen Faszienball. Und für die erste Übung solltest du mit dem Ball an der Plantarfaszie rollen. Du fängst damit an, dass du jetzt halt den Ball von der Ferse Richtung Zehen rollst. Wichtig dabei ist, dass du schön dein Gewicht da drauf gibst. Und die Übung wird erstmal so aussehen. Du beginnst die Übung, indem du jetzt halt den Ball an der Ferse platzierst und dann rollst du langsam vorwärts mit dem Ball bis unter diese Region unter deinen Zehen. Wichtig dabei ist, dass du es ganz langsam machst, dass du dir die Zeit gibst, dass der Ball dieses Band dehnt. Du wirst hochwahrscheinlich ein paar Punkte finden, die schmerzhafter sind. Und auf diesen Punkten bleibst du ein bisschen drauf und gibst ein bisschen Druck. Bleibst bei diesem Druck, solange es schmerzhaft ist. Wenn der Schmerz nachlässt, gehst du weiter und rollst weiter den Ball nach vorne bis unter den Zehen und dann wieder nach hinten Richtung Ferse. Wenn du jetzt auf die Ferse kommst, lässt du die Zehe ganz locker und hebst den Vorfuß ein bisschen hoch. Und wenn du jetzt halt wieder nach vorne gehst, verlagerst du dein Gewicht auf den vorderen Bereich, die Ferse hebt sie ein bisschen hoch. Du ermöglichst dir den Ball, dass er einmal deine Quergewölbe wiederherstellt, beziehungsweise dass diesen Bogen wieder unterstützt wird und auch, dass die Längsgewölbe. Der Ball sollte dieses Band dehnen. Und dadurch löst du erstmal Verspannungen und bereitest deinen Fuß erstmal vor, damit du losgehen kannst mit der zweiten Übung. Für die zweite Übung brauchst du jetzt ein kleines Handtuch und einen kleinen Hocker oder beziehungsweise eine Treppe. Du brauchst lediglich etwas, was dir jetzt einen Höheunterschied gibt. Und du fängst damit an, dass du jetzt dieses Tuch ganz eng zusammenrollst. Wichtig dabei ist, dass es eng ist, dass es nicht nachgeben kann. Und dann rollst du es so zusammen. Dann legst du das jetzt auf den vorderen Bereich und auf diese kleine Rolle solltest du jetzt deine Zehe platzieren. Dein Mittelfuß bleibt jetzt auf der Kante und die Ferse soll jetzt einmal rüberragen. Du darfst jetzt einmal hochkommen. Und du beginnst die Übung, damit du jetzt auf den Vorfuß gehst, so weit wie du kannst nach oben. Das heißt ein Ballerinerfuß, und dann langsam zulässt, wie deine Ferse runterkommt. Wichtig dabei ist, dass du, wenn du runter bist, dass deine Ferse niedriger steht als deine Zehe. Und diese Übung solltest du 10 bis 12 Mal wiederholen. Am besten wäre es, wenn du das jetzt auf ein Bein schaffst. Wenn es dir aber zu schmerzhaft ist, beziehungsweise dass du noch nicht so viel Kraft dafür hast, kannst du die gleiche Übung auch mit dem 2 Füße auf dem Boden, beziehungsweise die Zehen auf das Tuch. Du kannst jetzt einmal beide Füße runterbringen. Mittelfuß auf der Kante von der Hocke und dann gehst du mit beiden Füßen hoch, so weit wie du kannst. Und dann langsam zulassen, dass deine Ferse tiefer sind als dein Vorfuß. Zu Beginn, wenn es dir so leichter fällt, kannst du diese Übung nur 8 bis 10 Mal machen, wenn es dir zu viele Schmerzen bereitet. Und dann wäre die Steigerung, dass du es auf ein Bein machst. Und für die letzte Übung ist es wichtig, dass du lernst, wie du deinen Fuß richtig belastest, wenn du jetzt läufst. Diese richtige Belastung hat damit zu tun, dass du den Gewicht von deinem Körper gleichmäßig verteilst zwischen Ferse, Kleinzeh-Grundgelenk und Großzeh-Grundgelenk. Und es wird dann halt so aussehen. Du bringst jetzt erstmal deinen Fuß nach vorne über die Ferse, verlagerst dein Gewicht auf die Ferse, bringst dann deinen Schwerpunkt nach vorne und in dem Moment, wo du jetzt halt auf eine gerade Ebene bist, sollte dein Gewicht von der Hüfte, Knie über den Sprunggelenk auf die Ferse landen und dann gleichmäßig verteilt sein zwischen Ferse,
Klein-C-Grundgelenk und Groß-C-Grundgelenk. Dann bringst du deinen Schwerpunkt nach vorne und rollst da idealerweise über den großen Zeh ab. Und dann wiederholst du diesen Vorgang ein paar Mal, dass du immer die gleiche Abfolge hast. Ferse, Klein-C, Groß-C, Grundgelenk. Dann kommst du vorwärts und rollst über den großen Zeh ab. Ferse, du bringst deine Schwerkraft von deinem Körpergewicht nach vorne und verteilst dein Gewicht über Ferse, Klein-C, Groß-C, Grundgelenk, bringst deinen Körper, deinen Rumpf vorwärts und rollst dann über den großen Zeh wieder ab. Deine Muskulatur hast du jetzt schon aufgebaut oder du bist gerade dabei. Das Wichtige ist jetzt, dass du die Beweglichkeit von allem in den Großzehen und Kleinzehbereich gut aufarbeiten kannst. Eine gesunde Beweglichkeit von den Groß-C-Grundgelenk sorgt dafür, dass du besser abrollen kannst. In der Praxis, wo ich arbeite, habe ich fast täglich mit Leuten zu tun, die Beschwerden an den Füßen haben. Besonders häufig sind Beschwerden unter den Fußballen. Von allem bei Frauen und noch häufiger bei Frauen, die Absatzschuhe tragen. Wie ist es bei dir? Kennst du das? Ich bin Wisner vom Kanal Bewegungsumfang. Ich bin Physiotherapeutin und Osteopathin. In diesem Video zeige ich dir 3 Übungen, was du zu Hause machen kannst, um deine Beschwerden an den Füßen wegzukriegen. Als erstes solltest du versuchen, den Platz zwischen deine Fußknochen und deine Zehe wieder zu gewinnen. Wir laufen einfach die ganze Zeit auf Schuhen und dadurch werden die Füße zu doll eingequetscht. Und das kriegst du am besten so hin. Um diesen Bereich wieder zu dehnen, solltest du jetzt mit deiner Hand, wir machen das jetzt für die rechte Seite, du nimmst deine linke Hand und jetzt gehst du mit deinen Fingern zwischen den Zehen und versuchst den Bereich erstmal gut wieder zu öffnen. Jeder Finger kommt auf einen von den Zwischenräumen und jetzt bringst du die Ferse in die Gegenrichtung, das heißt, die Ferse drückst du jetzt nach unten und versuchst, den Raum zwischen den Zehen zu dehnen. Bringe deine Finger so nah wie möglich von dem Ansatz von deinen Zehen. Und in dieser Position wirst du erstmal nur bleiben. Das hältst du jetzt für ungefähr 15 Sekunden und dann streckst du deine Zehen nach oben und bringst sie dann nach unten. Achte aber dabei, dass du die ganze Zeit wirklich so nah wie möglich bist von dem Ansatz. Und diese Bewegung nach oben und nach unten und vor allem mit der Spreizung von den Zehen wiederholst du jetzt 20 Mal hoch und runter. Versuche es so langsam wie möglich zu machen, damit du Zeit gibst, dass diese Gewebe sich entspannt und dass du erstmal ein bisschen mehr Beweglichkeit zurückgewinnst. Die zweite Übung wirst du auch in Sitzen machen. Du suchst den bequemen Stuhl aus. Wichtig ist, dass du den Raum unter komplett frei ist. Und dann beugst du jetzt halt dein Knie und nimmst den Unterschenkel und den Fuß so weit wie möglich nach hinten unter dem Sitz. Du kannst sogar ein bisschen nach vorne kommen, dass du den Fußrücken so weit wie möglich auf dem Boden hast. Du setzt dich hin und bringst deinen Fußrücken auf den Boden. Du kannst nur ein bisschen vorwärts rutschen, damit du dein Knie ein bisschen weiter vorwärts bekommst. Und jetzt versuchst du, deinen Fußrücken so weit wie möglich auf den Boden zu bekommen. Diese Bewegung wiederholst du jetzt 20 Mal
langsam, so dass du auf die vordere Seite von deinem Fuß eine Dehnung spürst. Und nachdem du das 20 Mal wiederholt hast, stellst du jetzt den Fuß auf, mit dem großen Zeh auf den Boden und jetzt bewegst du den vorwärts. Lässt die Ferse wieder zurück und dann schön über den großen Zeh abrollen vorwärts. Wichtig ist, dass die Bewegung direkt auf den Fußballen passiert. Du gehst vorwärts und dann wieder zurück. Und auch diese Bewegung solltest du 20 Mal wiederholen. Am besten machst du diese Übung 2 Serien. Das heißt 2 mal 20 in diese Haltung und dann nochmal 20 Mal in diese Haltung. Beschwerden in dem Bereich von den Fußballen kommen häufiger vor, weil die gesamte Muskulatur von der hinteren Seite von deinen Beinen zu verkürzt sind. Das sorgt dafür, dass wenn du läufst, der Druckverhältnis auf den vorderen Fuß zu hoch ist. Um diesen zu reduzieren, solltest du die hintere Seite von deinen Beinen und von deinem Rumpf allgemein dehnen. Am besten kriegst du diese Dehnung, wenn du die gesamte Kette sowohl von Beinen als auch von Rücken auf einmal komplett dehnst. Und dafür machst du jetzt eine Übung an der Wand und auf dem Boden. Du setzt dich so weit wie möglich nach hinten, achtest aber darauf, dass dein Becken die ganze Zeit an der Wand dran bleibt. Dann bringst du deine Wirbelsäule gerade, die soll jetzt auch Kontakt haben an der Wand und auch deine Schulterblätter sollen an der Wand sein. Und jetzt beginnst du die Übung. Du solltest versuchen, deine Knie komplett zu strecken. Wichtig dabei ist, dass du die Kontaktfläche von deinem Becken an der Wand nicht verlierst. Du streckst die Knie. Wenn du das gut hinbekommen hast, ziehst du noch die Füße zu dir ran. In diesem Moment wirst du hochwahrscheinlich die hintere Seite von deiner Oberschenkel und auch von der Kniekehle richtig dehnen. Wenn aber es für dich noch nicht genug ist, dann kannst du zusätzlich noch den Kopf einrollen und dann mit dem Brustkorb ein bisschen weiter nach vorne gehen. Wenn du den Punkt erreicht hast, wo die komplette Muskulatur hinten, aber auch dein Becken gedehnt wird, wo du diese Dehnung spürst, dann gehst du mit deinen Füßen nach unten und ziehst dich dann mit voller Kraft zu dir ran. Und du bleibst ein bisschen da. Wieder strecken nach unten und komplett zu dir ranziehen. Bei jedem neuen Ranziehen von dem Zehen versuchst du ein bisschen weiter zu dir zu kommen. Und diese Übung machst du jetzt für 15 Mal. Du ziehst die Füße zu dir ran und dann wieder Fußspitze. Gehst dann beim nächsten Mal ein bisschen weiter nach vorne mit dem Rumpf und ziehst wieder die Füße zu dir ran. Massagentechnik und Weichteiltechniken sorgen dafür, dass du auch schmerzfreier bist. Mit diesem Video für Hallux Valgus erlernst du ein paar Massagentechniken und Bewegentechniken, die du nutzen kannst, um schnell schmerzfrei wieder zu werden. In diesem Video erkläre ich dir, woher diese Beschwerden kommen und was du dagegen tun kannst, um deine Füße wieder schmerzfrei zu bekommen. Hallux Valgus ist eine der Hauptursachen für Beschwerden an den Füßen. Bei diesem Beschwerdenbild passiert eine Verlagerung oder eine Veränderung für die Stellung von den Mittelfußknochen und der ersten Knochen von Zeh selber, von den ersten Zeh an den Fuß. Und dann würden die Füße etwas so aussehen. Bei dem Hallux Valgus hat man dann den ersten Mittelfußknochen, der geht von der Achse weg und der ersten Knochen von dem Großzeh, der verändert seine Lage. Das heißt, der wird dann leicht nach innen gedreht und der Mittelfußknochen, der wird leicht nach außen. Und dadurch bildet sich dann diesen Knochenvorsprung.
Und das kann bei vielen Patienten Schmerzen verursachen, vor allem wenn man jetzt im Winter engere Schuhe trägt, die den Bereich jetzt halt noch weiter einengen. Eine Hallux valgus entsteht durch unterschiedliche Faktoren. Eine schwächere Bindegewebe oder auch ein genetischen Faktor, zu enge Schuhe und schlechte Gewohnheiten. Diese Ausprägung, dieses Knochenvorsprung, der muss nicht immer wehtun, aber vor allem ist es sehr lästig, wenn man jetzt Schuhe trägt. Und um die Beschwerden loszuwerden, musst du unter anderem auch darauf achten, dass du andere Schuhwerke anhast. Die Schuhe sollten nicht zu eng sein und im besten Fall als Frau würdest du auch nicht so hohen Absätzen tragen. Dazu solltest du dann halt auch die Muskulatur, die zwischen diese Zehen ist, die muss auf einer Seite gestärkt werden, auf der anderen die Muskulatur, die den Zeh jetzt so weit in diese nach innen Position weiterzieht, die muss jetzt auch gelockert werden, damit die Muskulatur die beste Achse hat, um gut zu arbeiten. Und in diesem Video zeige ich dir 3 Maßnahmen, was du zu Hause machen kannst, um deine Beschwerden wieder loszubekommen. Du beginnst damit, dass du die Muskulatur, die jetzt dein Zeh weiter nach innen zieht, dass du die erstmal lockerst. Das heißt, die Muskulatur zwischen den ersten und den zweiten Mittelfußknochen, die müssen entspannter werden. Das gleiche gilt dann halt auch auf die Fußsohle, dass du die Muskulatur hier entspannst und die Muskulatur, die hier verläuft, entspannst. Und du beginnst damit, dass du den Bereich erstmal nur massierst. Versuch mal richtig punktuell zu arbeiten mit der Fingerspitze und du drückst jetzt richtig tief in das Gewebe hinein. Achte darauf, dass deine Fingernägel schön kurz sind, damit du dich nicht verletzt. Vor allem auf der Fußsohleseite solltest du versuchen, gezielt die Muskulatur zuerst zu massieren, bis ungefähr das Mitte des Fußes und dann machst du so einen Streifen bis nach oben hin. Und dann auch ein Muskel, der verläuft so, hier von der Spitze diesen Knochen bis auf die äußere Kante. Und die wirst du jetzt auch massieren. Hochwahrscheinlich wirst du in diesen Momenten auch Punkte finden, die besonders schmerzhaft sind. Und in dem Bereich verbleibst du dann halt noch ein bisschen länger. Nachdem du jetzt die Muskulatur schon angefangen hast zu bearbeiten, das Gelenk zwischen den Mittelfußknochen und den Zeh selber, den sollst du jetzt bewegen. Du legst jetzt den Fuß, wie gehabt, auf deine Oberschenkel und bewegst jetzt den Zeh so weit wie du kannst komplett nach unten und dann auch komplett nach oben. Besonders schmerzhaft ist es bei den Patienten die Streckung von dem großen Zeh. Die Patienten verlieren als erstes da die Beweglichkeit. Und dann kannst du den Zeh auch drehen, nach innen und nach außen. Da der große Zeh meistens in diese Richtung sich ursprünglich bewegen will, ist diese Richtung meistens leichter. In die andere Richtung ist es meistens eingeschränkter. Du hältst den Mittelfußknochen fest zwischen Daumen und Zeigefinger und bewegst dann den Hallux so weit wie du kannst nach außen weg und drehst den nach innen, zu dir hin. Jetzt hast du die Muskulatur schon erstmal entspannt und deine Füße erstmal wieder wahrgenommen. Als nächstes geht es darum, dass du die Muskulatur, die jetzt den Zeh zurück zu der ursprünglichen Haltung wieder zurückführen würde, die musst du jetzt bearbeiten.
Und bis jetzt habe ich noch keinen Patienten, die diese Übung auf Anhieb gleich konnte. Das heißt, du musst es erstmal ein paar Mal wiederholen, ein paar Mal selber machen, bis du das Gefühl dazu bekommst, wo genau soll sich den Zeh bewegen und wie du diese Bewegung selber steuern kannst. Diese Muskel, die hier von der inneren Seite von deinem Fuß dann bis zum Hallux geht, die musst du dann wieder trainieren. Und dieser Muskel, der zieht dein Zeh nach außen hin. Und du solltest probieren, dass der Bereich von dem Großzeh-Grundgelenk direkt unter diesem Knochenvorsprung, der muss jetzt auf dem Boden bleiben. Du streckst deine Zehe nach oben und versuchst sie dann spreizend nach unten zu bringen, sodass die Zehe richtig weit auseinander gehen. Hältst dann diese Grundspannung und entspannst es wieder. Und nochmal hochbringen und dann ganz bewusst alle Zehe nach unten zu bringen. Und jedes Mal versuchst du dann, dass der Zeh weiter nach außen kommt. Und dann wieder locker. Und nochmal hochkommen, komplett alle Zehe spreizen. Und dann in dieser Haltung erstmal nur bleiben. Wichtig dabei ist, dass den Bereich von dem Großzeh-Grundgelenk, dass er den Boden nicht verlässt. Wenn es dir zu Beginn zu schwer fällt, einfach mit den Zehen zu spreizen auf dem Boden, kannst du beginnen, indem du den Zeh isoliert von den anderen trainierst. Du bringst wieder deinen Fuß auf deine Oberschenkel und dann gibst du einen Widerstand seitlich auf den großen Zeh und versuchst dann hier einfach mal nach oben zu drücken und du wirst sehen, dass diese Muskulatur hier, der wird dann dadurch aktiviert. Wenn das trotzdem nichts passiert, versuche mal, dass du am Beginn diese Bewegung unterstützt mit deinen Fingern. Das heißt, du spannst an und bringst dann mit dem Finger deinen Zeh nach oben und lässt es dann wieder locker. Und nochmal, du spannst an, versuchst mal aktiv diese Spreizung hinzubekommen. Hier musst du sehen, entweder, dass diese Muskulatur dich entgegenkommt, beziehungsweise, dass die Falten von den Füßen ein bisschen doller werden und dann wieder locker lassen. Wie häufiger du das wiederholt hast, desto leichter wird es auch sein, dass du die Muskulatur erstmal selber aktivierst, beziehungsweise, dass du diese Spreizbewegung von alleine wieder hinbekommst. Die Übung zum Spreizen von dem Hallux solltest du mindestens per Serie 12 Wiederholungen machen. Am Anfang fällt es dir wirklich schwer, deswegen muss es auch häufiger geübt werden. 2 Serien, 12 Wiederholungen pro Serie. Jetzt hatten wir schon einmal die Massage von der Muskulatur, das zweite die Aktivierung. Als drittes und ein ganz wichtiger Faktor ist, dass der Hallux valgus fast immer zusammen mit einem Knick-Spreizfuß. Das heißt, die Längsgewölbe von dem Fuß, die ist nicht vorhanden, weil die Muskulatur dort zu schwach ist. Und diese Muskulatur solltest du wieder aufbauen, beziehungsweise die kompletten Stellung von deinen unteren Extremitäten, von deinen Beinen. Und um diese Quergewölbe wieder hinzubekommen, solltest du versuchen, von den Fuß aus diese Muskulatur zu aktivieren. Die Ferse bleiben auf dem Boden, die Großzeh-Grundgelenk bleiben auf dem Boden und du spannst nur den Mittelfuß an, damit du die Muskulatur vom Fuß, du spannst die Muskulatur vom Fuß an, hältst die Längsgewölbe und dann entspannst es wieder. Wichtig ist dabei, dass der Großzeh-Grundgelenk, der auf dem Boden bleibt, du versuchst deine Zehen ganz locker zu lassen, baust da die Spannung auf und entspann. Am besten kannst du diese Übung dann halt direkt vor den Spiegel machen, damit du diesen visuellen Feedback bekommst, dass du die Längsgewölbe jetzt aufgebaut hast. Halte die Spannung für 2 bis 3 Sekunden und dann wieder locker lassen. Die Beinachse beeinflusst direkt die Stellung von deinen Füßen. Das heißt, nur die Fußmuskulatur zu bearbeiten, ohne dass du auf die Stellung, die Beinachse achtest, wird langfristig keine Ergebnisse bringen.
Deswegen ist es ganz wichtig, dass du versuchst, in den Alltag diese Bewegung bzw. diese Einstellungen zu verändern. Ich zeige dir mal praktisch, wie du das jetzt halt bei dir merken kannst. Wenn du jetzt halt deine Knie nach innen bringen kannst und jetzt halt dieses Valgus von den Knien, dass die Knie zusammenkommen, wirst du automatisch merken, dass deine Füße platter auf dem Boden sind. Die Hüfte sind nach innen gedreht und dein Fuß wird noch platter. In dem Moment, wo du jetzt halt O-Beine machst, das heißt, die Knie kommen nach außen, automatisch hast du auch einen Hohlfuß. Deine Hüfte wird nach außen gedreht, deine Knie kommen im O und die Längsgewölbe wird dadurch noch prägnanter. Versuche mal, wie du davor das schon aufgebaut hattest, mit die Längsgewölbe von dem Fuß anspannen. Die Ferse, große Grundgelenk und der Kleinzeh bleiben jetzt komplett auf dem Boden. Deine Knie sind leicht nach außen gedreht, aber bleiben in einer Achse und die Hüfte ist gerade so auch in einer Linie. Du spannst leicht die Gesäßmuskulatur an, dass du diese Außendrehung jetzt hast. Ich zeige dir das noch einmal auf die Seite. Du spannst die Gesäßmuskulatur leicht an, deine Knie werden jetzt gerade, du kommst aus den X-Beinen raus und die Längsgewölbe von deinem Fuß wird jetzt wieder aufgebaut. Versuche, diese neue Einstellung in deinen Alltag immer neu zu integrieren, damit du deine Beschwerden in den Griff bekommst und du gut wieder auf den Füßen stehen kannst. Gibt es denn ein besonderes Schuhwerk, wo du immer wieder Beschwerden bekommst? Vielleicht auch im Sommer, wo du sagst, dass du es gar nicht mehr anziehen kannst? Lass mir in den Kommentaren, mit welchen Schuhen du besonderes Schmerzen hast. Jetzt fängst du an, die Muskulatur von den Unterschenkeln aufzuarbeiten. Mit dieser Reihe von Videos hast du einen guten Aufbautraining für Stabilisationsmuskeln. Dadurch werden deine Sprunggelenke wieder stark. Wusstest du, dass Umknicken und eine Bänderverletzung am Sprunggelenk die häufigste Art von Verletzung überhaupt ist? Die konservative Behandlung ist wissenschaftlich bewiesen als das beste Alternativ zur Behandlung von Bänderverletzungen. Die sorgen dafür, dass du schnell zurück zu deinem Sport kommst, dass du schneller mehr Beweglichkeit und auch mehr Stabilität von deinem Sprunggelenk wieder zurückgewinnst und außerdem ist es kostengünstiger als jede Art von OP. Das Wichtige ist, dass du genau die richtigen Übungen zu dem richtigen Zeitpunkt machst. Und die Rehabilitationsprozess, das heißt, das Zurückkommen, bis du wieder deine Beweglichkeit und Stabilität gewinnst, soll in 3 Phasen passieren. In diesem Video zeige ich dir, welche Übungen du in der ersten Phase nach einer Sportverletzung machen kannst. Die erste Phase dauert von Tag der Verletzung bis zu 14 Tage. Und wir legen los mit ein paar Informationen und die richtigen Übungen. Von den Tag 1 bis 3, das heißt direkt nach deiner Verletzung, auch wenn es noch kontrovers diskutiert wird, ist es nach wie vor empfohlen zu kühlen. Du solltest eine Kältepack in den Bereich von der Verletzung legen. Wichtig dabei ist, dass relativ oberflächlich auch ein Nerv verläuft. Nerven sind besonders empfindlich nach Kälte. Deswegen sofort, wenn du Kribbegefühl hast, die Kälte wieder weglassen. Du solltest 3-mal am Tag für mindestens 10 bis 15 Minuten den Bereich kühlen. Zwischendurch Fuß wieder hochlegen und ganz wichtig ist, je nachdem, wie viel Schmerzen du verspürst, versuche mal bewusst den Fuß zu belasten. Wenn am Anfang Vollbelastung dir zu doll wehtut, kannst du Gehhilfe nutzen, um deinen Fuß ein bisschen zu unterstützen und die Belastung ein bisschen runterzubringen. Des Weiteren solltest du versuchen, bewusst in den ersten Tagen, so weit wie du Schmerzen aushalten kannst, den Fuß wieder zu bewegen. Und die ersten Übungen oder beziehungsweise die ersten Bewegungen, die du ausführen solltest, ist bewusst einfach die Füße gezielt nach oben und nach unten. Das heißt, du versuchst, so weit wie du kannst, deine Füße hochzuziehen und wieder runter. Bewegungen, die du vermeiden solltest, sind Bewegungen, wo der Fuß nach innen und nach außen gehen.
Das heißt, hoch und runter ist erstmal erlaubt. Was du nicht machen solltest, Fuß nach innen und Fuß nach außen. No go? Und das so häufig wie möglich. 3 bis 5 Tage nach der Verletzung kannst du schon mit den ersten Übungen beginnen, damit du deine Beweglichkeit so schnell wie möglich wieder zurückbekommst. Diese Übungen sollen im Sitzen gemacht werden, weil dadurch ist die Belastung auf die Bänder geringer. Du setzt dich auf den Stuhl hin, versuchst so, dass du 90 Grad von der Oberschenkel um Knie hast und dein Sprunggelenk auch in 90 Grad zu Boden ist, der Unterschenkel zum Fuß. Für die erste Übung solltest du versuchen, einfach mal die Ferse vom Boden hochzuheben und du bewegst deinen Fuß so weit vor auf den Vorfuß und dann langsam wieder zurück. Achte darauf, dass wenn du jetzt halt mit dem Fuß hochkommst, dass du dein Sprunggelenk nicht nach außen abweichst, weil dadurch würdest du jetzt halt weiter eine Dehnung von den Bändern haben. Du gehst so weit, wie du kannst, schmerzfrei nach oben und gehst dann langsam wieder nach unten auf die Ferse drauf. Diese Übung kannst du bis zu 20 Mal wiederholen, 2 Serien, immer schmerzadaptiert. Das heißt, du gehst so weit nach oben mit der Ferse, bis du schmerzfrei bist. Nicht in den Schmerzen hineinarbeiten. Und immer auf die Ebene achten. Ferse hoch, nicht nach außen abweichen. Komm noch einmal hoch. Nicht nach außen abweichen. Fuß, Kleinfuß, Kleinzeh und Großzeh, Grundgelenk bleiben auf dem Boden. Auch wenn du eine Orthese bekommen hast oder so eine Schiene hast, kannst du diese Übung trotzdem machen, weil normalerweise die Beweglichkeit von nach oben und nach unten freigestellt ist in der Orthese. Für die zweite Übung solltest du jetzt die Beweglichkeit in die Gegenrichtung trainieren. Dafür setzt du dich ein bisschen weiter nach vorne auf den Stuhl. Dein Knie wirst du jetzt komplett nach vorne strecken. Der Fuß zeigt nach oben Richtung Decke und dann versuchst du nach unten zu drehen, nach unten zu bewegen, so als ob du jetzt halt auf die Kupplung trittst. So weit wie du kannst, bis du beschwerdenfrei bist. Und auch diese Bewegung kannst du mindestens 20 Mal wiederholen, je 2 Serien. Und du gehst nur so weit, bis du beschwerdenfrei bist. Als nächstes ist es ganz wichtig, dass du in dieser Phase auch die Muskulatur vom Fuß selber bearbeitest. Dafür legst du jetzt halt ein Handtuch auf den Boden. Wenn das Handtuch weicher und kuscheliger ist, ist die Übung leichter. Wenn das Handtuch dünner ist, ist die Übung schwieriger. Du stellst deinen Fuß jetzt auf das Handtuch drauf und versuchst jetzt mit dem Zehen das Handtuch zu greifen, damit du die Längsmuskulatur von deinem Fuß aktivierst. Versuch mal ganz bewusst das Handtuch zu greifen, zu dir ranzuziehen und dann wieder locker lassen. Es ist wichtig, dass du in dieser Phase langsam arbeitest. Das heißt, du baust die Spannung einmal auf, hältst die Spannung für 1 bis 3 Sekunden und lässt es dann wieder locker. Diese Übung solltest du eher nach Zeit machen. Das heißt, du versuchst diese Greifbewegung 1 Minute lang machen und danach machst du eine kurze Pause. Und dann wiederholst du es noch ein zweites Mal in Greifbewegung, langsam anspannen, 1, 2 Sekunden und dann wieder locker lassen. Und das für nochmal 1 Minute. Es ist wichtig, dass du in dieser Woche nach der Verletzung wieder übst, Belastung auf dem Fuß zu erlauben. Das heißt, du bringst deinen Fuß jetzt nach vorne, den verletzten Fuß, versuchst jetzt langsam mit dem gesunden Fuß einen Schritt nach vorne zu geben und dann wieder zurück. Wichtig ist, dass es langsamer passiert, damit du die Belastung langsam wieder wahrnimmst und dein Sprunggelenk und deine Bänder an diese neue Belastung wieder dran gewöhnst. Du beginnst die Übung mit offenen Augen und übst es 10 Mal vor und zurück. Vor und zurück.
Falls dein Arzt dir eine Teilbelastung jetzt verordnet hat, versuche das jetzt halt mit dem Gehhilfe zu machen und dann achte darauf, dass die Zeit, in der du jetzt auf dem verletzten Fuß draufstehst, dass er nicht zu kurz ist, sodass du bewusst, langsam, aber kontinuierlich deine Bänder an der Belastbarkeit wieder dran gewöhnst. Nachdem du das 10-mal jetzt wiederholt hast, wenn du Vollbelastung darfst, 10-mal wiederholt hast mit offenen Augen, versuche mal genau das Gleiche nochmal zu machen mit geschlossenen Augen. Das heißt, du schließt deine Augen und gehst dann mit dem gesunden Fuß wieder vor und zurück. Das geht nur um den Tempo. Versuche es langsamer zu machen, damit du diese Wahrnehmung von deinem Sprunggelenk wieder übst. Und die letzte Übung, die du in diese ersten 2 Wochen wieder machen solltest, ist, dass du deine Füße ganz nah nebeneinander stehst. Ganz, ganz nah nebeneinander. Und jetzt versuchst du einfach in dieser Position erstmal zu stehen mit offenen Augen und dann schließt du die Augen und versuche bewusst einfach mit beiden Füßen ganz nah nebeneinander stehen zu bleiben. Das Ziel ist, dass du 30 Sekunden erreichst, ohne dass du dein Gleichgewicht verlierst. Das Ziel von der ersten Phase der Rehabilitation ist, dass du die Beweglichkeit von hoch und runter, Plantarflex, Dorsalextension wieder gewinnst, schmerzfrei den Fuß wieder belasten darfst und die Schwellung und diese Inflammation oder die Entzündung in Grenzen hältst. Du bist umgeknickt und es ist schon mindestens 2 Wochen her? In diesem Video zeige ich dir, welche Übung du phasengerecht ab der 3. Woche nach der Verletzung machen kannst, damit du schnell wieder deine Beweglichkeit wieder zurückbekommst und deine Muskulatur wieder stabil wird. Das Ziel von der 2. Phase der Rehabilitation von einer Bänderverletzung ist, dass deine Muskulatur wieder stabil wird, dass du wieder Kraft gewinnst und vor allem, dass du die Beweglichkeit von deinem Sprunggelenk wiederherstellst. Und damit fangen wir auch gleich an mit der Beweglichkeitsübung. Dafür solltest du jetzt eine Wand suchen und an dem werden wir jetzt üben. Für die erste Übung solltest du jetzt an die Wand reingehen. Deine Füße oder das verletzte Bein ist das in diesem Fall hier das vordere Bein. Der ist jetzt ganz nah von der Wand. Und jetzt versuchst du, dass die Ferse unten auf dem Boden bleibt und du bringst dein Knie nach vorne Richtung Wand. Und wieder zurück. Und nochmal und wieder zurück. Du bewegst jetzt den Unterschenkel in Bezug zum Sprunggelenk und versuchst jetzt die erste Beweglichkeit wieder reinzubekommen. Nachdem deine Beweglichkeit verbessert ist, gehst du dann mit dem Fuß, in diesem Fall den rechten Fuß, gehst du jetzt ein bisschen weiter nach hinten. Indem du jetzt dich verbessert hast, versuchst du dann den Fuß von der Wand ein bisschen wegzubringen und trotzdem bewegst du jetzt halt das Knie nach vorne Richtung Wand. Wie tiefer du mit deinem Knie jetzt kommst, desto mehr Beweglichkeit kommt in den Sprunggelenk wieder rein. Und diese Übung solltest du auch 20 Mal wiederholen, so weit wie du kannst, das Knie nach unten zu bringen und die Ferse, die muss auf dem Boden bleiben. Als nächstes versuchst du dann, die Beweglichkeit in die Gegenrichtung zu bringen. Das heißt, du legst jetzt deinen Vorfuß auf eine kleine Erhöhung. Am Anfang reichen einfach mal ein paar Bücher. Wichtig dabei ist, dass die Ferse auf dem Boden bleiben. Und dann bewegst du jetzt den Unterschenkel vor und zurück. Und versuche, wenn du jetzt hinten bist, das Knie komplett gestreckt zu lassen und dass du dein Sprunggelenk so weit wie möglich nach oben zu bringen. Nachdem du jetzt mit den Büchern gearbeitet hast und das für dich genug ist, dann versuchst du das weiterzusteigen, indem du jetzt deinen Vorfuß komplett an der Wand bringst. Und dann versuchst du, deinen Vorfuß an der Wand zu bringen, das Knie gestreckt zu lassen, damit du die Beweglichkeit in die Gegenrichtung wieder gewinnst. Und auch hier solltest du versuchen, kleine Impulse zu geben, dass du die Zehe immer weit zu dir nach oben ziehst. So 20 kleine Wiederholungen. Als erstes haben wir in der Beweglichkeit gearbeitet und jetzt geht es darum, dass du die Muskulatur wieder aktivierst und die Kraft wieder zurückbekommst. Du beginnst mit der Übung in Sitzen, dein Knie ist in 90 Grad zu Boden hin. Wichtig ist, dass die Ferse die ganze Zeit auf dem Boden bleibt.
Und wir werden jetzt vor allem die Richtungen trainieren, die jetzt die Muskulatur, die dein Sprunggelenk wieder stabilisiert. Dafür benötigst du so einen elastischen Band und den kannst du entweder an den Tisch befestigen oder an irgendwas, wo es jetzt halt fest und stabil bleibt. Du rollst den Elastik nach vorne auf den Vorfuß, die Zehe lässt du locker. Ganz wichtig ist, dass die Ferse die ganze Zeit auf dem Boden bleibt. Du gibst einen leichten Widerstand, die Ferse bleibt auf dem Boden und dann machst du so eine Schaufelbewegung nach außen und nach oben weg. Und dann wieder locker lassen. Und nach außen und oben weg. Achte dabei, dass du nur den Fuß bewegst und nicht so doll das Knie bewegst, dass du da stabil bleibst. Wiederhole diese Übungen 3 Serien, in die erste Serie für 12 Wiederholungen, in die zweite Serie für 10 Wiederholungen und in die dritte Serie für 8 Wiederholungen. Immer nach außen, so weit wie du kannst und langsam wieder zurück, schmerzadaptiert. Nachdem du die Beweglichkeit nach außen gearbeitet hast, beziehungsweise die Kraft nach außen wieder aufgebaut hast, geht es jetzt darum, dass du die Bewegung und die Stabilität von der Muskulatur für die inneren Seite für deinen Fuß wieder bearbeitest. Und dafür nimmst du jetzt wieder dein Elastisch, aber der Widerstand kommt jetzt von außen. Deine Ferse bleibt jetzt auf dem Boden, dein Knie ist ungefähr in 90 Grad, kannst noch ein bisschen mehr beugen. Und jetzt versuchst du genau wie davor diese Schaufelbewegung nach innen und oben zu machen. Wie weit das elastische Band nach vorne Richtung Zehen ist, desto schwieriger ist auch die Übung. Die elastischen Bänder haben auch unterschiedliche Widerstandsstärke, je nach Farbe. Am Anfang suche das aus, was es für dich schmerzfrei auszuführen ist. Und auch diese Übung solltest du 12 Mal bei der ersten Serie wiederholen, in der zweiten Serie 10 Wiederholungen und bei der dritten nur noch 8. Zwischen die Serien baust du immer wieder Erholungsphasen von 30 bis zu 45 Sekunden ein. Die dritte Bewegungsrichtung, was du jetzt arbeiten solltest, ist die Wadenmuskulatur. Und dafür legst du jetzt den Terraband ganz weit nach vorne Richtung Zehe, die Ferse bleibt auf dem Boden und dann drückst du nach unten, so als ob du jetzt im Auto Gas geben würdest bzw. auf die Kupplung trittst. Wichtig dabei ist, dass die Ferse die ganze Zeit auf dem Boden ist und du versuchst mit deiner Wadenmuskulatur den Vorfuß auf den Boden zu führen. Genau wie bei den anderen Übungen solltest du 3 Serien einbauen, bei den ersten 12 Wiederholungen, bei den zweiten 10 Wiederholungen und bei der dritten 8 Wiederholungen. Und die vierte und letzte Richtung, die dir fehlt, ist, um diese Muskulatur aufzubauen und dafür brauchst du den Widerstand von vorn kommend, die Ferse bleibt auf dem Boden und du ziehst den Fuß zu dir nach oben und dann wieder locker nach unten lassen. Und hochziehen und wieder runter. Und hochziehen und wieder runter. Leicht ist es im Sitzen, ist, dass du die Übung machst mit dem gestreckten Fuß. Das heißt, du könntest das jetzt im Liegen machen. Den Widerstand ist es wichtig, dass es nach vorne kommt und dann ziehst du den Fuß nach oben zu dir hin und lässt es dann langsam wieder runter. Vor allem beim nach unten kommen kann es sein, dass du einen leichten Schmerz in den Sprunggelenk verspürst. Das heißt, dass du in diese Überdehnung von den Bändern wieder reinkommst. Wenn es so bei dir sein sollte, dann achte darauf, dass du nicht in diesem Bereich trainierst. Das heißt, du lässt den Fuß dann nicht so weit nach unten, wie du Schmerzen spürst, sondern hörst davor wieder auf. Und genau wie bei den anderen Übungen, 3 Serien, 12, 10 und 8 Wiederholungen. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen nach oben und dann abonniere meinen Kanal, dass du nichts mehr verpasst. Und zu guter Letzt solltest du dann nicht vergessen, dein Gleichgewicht zu üben, bzw. die Wahrnehmung von deinem Sprunggelenk. Und dafür solltest du in diese erste Phase, das heißt von 3 bis 6 Wochen nach Verletzungen, diese Übung durchzuführen. Und für die letzte Übung bzw. die Wahrnehmungsübung für dein Sprunggelenk solltest du dann versuchen, in einer Linie zu laufen, mit einem Fuß direkt
vor den anderen. Wenn du die Basis von deinem Schritt ganz doll verkürzt, das sorgt es dafür, dass deine Bänder wirklich aktiv wieder werden und du dein Sprunggelenk wieder stabilisierst. In der ersten Phase kannst du diese Übung durchführen mit geöffneten Augen. Danach, wenn du es besser kannst, kannst du das gleiche probieren nochmal mit geschlossenen Augen. Ein Fuß vor den anderen, langsam Gleichgewicht halten. Diese Übungen werden dir helfen in der zweiten Phase nach deiner Bänderverletzung am Sprunggelenk. Damit gewinnst du wieder an Kraft und vor allem wieder an Stabilität. Es ist schon mehr als 2 Monate her, wo du umgeknickt bist und hast immer noch Beschwerden in deinem Sprunggelenk? In diesem Video zeige ich dir, was du brauchst, um deine Beschwerden loszuwerden und welche Kriterien du erfüllen musst, bevor du deinen Sport wieder aufnehmen kannst. Die Wissenschaft hat schon bewiesen, dass Wiederumknicken in einem Zeitraum von 6 Monaten nach Verletzung extrem häufig vorkommen, wenn die Patienten die erste Verletzung nicht komplett auskuriert haben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du, bevor du deinen Sport wieder aufnimmst, die komplette Rehabilitationsphase abläufst bzw. dein Fuß und die Muskulatur komplett wieder aufgebaut hast. Damit du deine Schmerzen komplett los wirst, die Beweglichkeit komplett wiederherstellst und neue Verletzungen vermeidest. Deshalb bleib dran, um zu gucken, was du brauchst und vor allem, welche Kriterien du erfüllen musst, um wieder deinen Sport aufzunehmen. Die dritte Phase der Rehabilitation beginnt ab der Woche 7 nach der Verletzung, von 7 bis zu 10, 12 Wochen, nachdem du ursprünglich umgeknickt bist. In diesem Video hast du schon gesehen, was du machen sollst direkt nach der Verletzung. Genauso wie in diesem Video, welche Übung du in der Mittelphase machen solltest. Und jetzt in der Abschlussphase geht es hauptsächlich darum, dass du die Kraft von 2 Muskeln besonders wieder bekommst und dass du deine Stabilität wieder trainierst. Die erste Übung für die Beweglichkeit des Sprunggelenks solltest du dann im Knien machen. Zuerst ist es wichtig, dass du an deiner Mobilität arbeitest. Und du beginnst es mit einem halben Kniestand. Deine Oberschenkel, Knie und Sprunggelenk sind jetzt in einer Ebene. Und du bewegst jetzt deinen Oberschenkel nach vorne, dass dabei jetzt eine Beuge in dem Sprunggelenk stattfindet. Du gehst so weit wie du kannst vorwärts, achtest darauf, dass deine Ferse auf dem Boden bleibt und kommst dann langsam wieder zurück. Du wiederholst diese Bewegung so ungefähr für 20 Sekunden, so weit wie du kannst nach vorne gehen und dann wieder zurück. Nachdem du diese erste Bewegung ausgeführt hast, gehst du jetzt in eine schräge Bewegung, leicht nach außen Richtung Klein-C. Und dann wieder zurück. Wichtig dabei ist, dass die Ferse die ganze Zeit auf dem Boden bleiben sollte. Du gehst so weit wie du kannst raus und wieder zurück. Und auch hier für ungefähr 20 Sekunden. Und nicht zuletzt gehst du nach innen. Die Ferse bleibt auf dem Boden und du bewegst deinen Oberschenkel nach vorne und nach innen hin. Auch hier solltest du es für ungefähr 20 Sekunden machen. Nachdem du jetzt dein Gelenk schon vorbereitet hast, gehen wir als erstes in eine Kräftigungsübung für die Wade. Die zweite Übung geht es darum, dass du hauptsächlich deine Wademuskulatur wieder stärkst. Diese Übung sollst du im Stehen machen, als erstes auf 2 Beine. Wenn du jetzt halt besser wirst, solltest du den auch einbeinig hinbekommen. Wenn du brauchst, kannst du die gerne an der Wand festhalten oder am Stuhl. Es geht nicht um das Gleichgewicht, es geht um deine Wade. Du beugst leicht deine Knie und versuchst dann auf den Vorfuß zu gehen. Einfach hoch und runter, deine Knie bleiben leicht gebeugt und du kommst so weit wie du kannst nach oben. Diese Übung solltest du mindestens 20 Mal wiederholen, komplett nach oben und 3 Serien davon. Wenn es am Anfang zu leicht wird, kannst du genau das gleiche nochmal machen, indem du dich irgendwo festhältst und dann die gleiche Übung einbeinig ausführst.
Achte darauf, dass dein Knie immer ein bisschen gebeugt bleibt. Und auch einbeinig solltest du es mindestens 3 mal 20 Wiederholungen durchführen. Die wichtigste Muskel, um dein Sprunggelenk auf der Außenkante zu stabilisieren, sind die Peroneusmuskulatur. Die bleiben hier auf der Außenseite von deiner Unterschenkel. Und die müssen am besten gestärkt werden, um zu vermeiden, dass du erneut wieder umknickst. Und diese Muskulatur kannst du am besten mit so einem elastischen Band üben. Du bringst das so weit wie du kannst nach vorne, Richtung Zehen, hältst es jetzt seitlich fest, deine Knie sind leicht gebeugt. Wichtig dabei ist, dass die Ferse nicht den Untergrund verlässt und du bewegst jetzt deinen Fuß nach außen und nach oben. Wenn du jetzt deine Hand in diesen Bereich platzierst, wirst du auch spüren, dass die Muskulatur unter deinen Finger sich anspannen. Versuche ganz bewusst die volle Bewegungsausmaß von deinem Sprunggelenk zu nutzen, indem du deinen Fuß wie so eine Schaufel nach oben und nach außen bringst. Diese Übung solltest du 3 Serien à 20 Wiederholungen durchführen. Für die nächste Übung solltest du jetzt deine Gesäßmuskulatur und die Stabilität vom Becken bearbeiten. Dafür brauchst du so einen elastischen Band oder kann auch ein dickeren Band sein, indem du jetzt halt mehrmals um deine Sprunggelenk jetzt umrollt hast. So ist die Übung schwerer. Um die Übung ein bisschen leichter zu machen zu Beginn, kannst du das nach oben Richtung Knie bringen und dadurch, dass du die Hebel jetzt verändert hast, ist die Übung auch leichter. Wenn du es aber schaffst, versuch mal das Band nach unten Richtung Füße zu bringen, weil dadurch aktivierst du mehr von deiner Gesäßmuskulatur. Du bringst jetzt erstmal so eine Vorspannung. Achtest darauf, dass deine Knie nicht in X-Beine reinfallen, nicht nach außen, sondern auf einer Ebene bleiben, was das Sprunggelenk, das Knie und die Hüfte angehen. Du beugst jetzt deinen Rumpf vorwärts und versuchst jetzt seitlich wegzulaufen. 2-mal nach rechts, 2-mal nach links, 2-mal nach rechts, 2-mal nach links. Und diese Bewegung wiederholst du jetzt für 10 Mal. Jede Wiederholung sind 2 Bewegungen zu deiner rechten Seite und 2 Bewegungen zu deiner linken Seite. Versuch mal bewusst in dieser halb gekniete Position zu bleiben. Dadurch aktivierst du noch zusätzlich deine Oberschenkelmuskulatur, sowohl von vorne als auch von hinten. Und das wiederholst du jetzt für 2 Serien. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit du keine neuen Videos verpasst und jede Woche etwas Neues für deine Gesundheit tun kannst. Welche Kriterien sind dann wichtig, damit du deinen Sport wieder aufnehmen kannst? Als erstes ist, dass du einen normalen Gangbild hast. Was heißt das? Du solltest in der Lage sein zu laufen, ohne dass du humpelst. Und auch ein schnelles Gehen sollte möglich sein, ohne dass man sieht, dass du dein Sprunggelenk verletzt hast. Des Weiteren ist es wichtig, dass die Muskulatur von rechts und links genau die gleiche Kraft hat. Wenn du die gleiche Übung auf eine Seite ausführst, auf die gesunde Seite, solltest du in der Lage sein, die andere Seite genau so stark zu belasten und den gleichen Widerstand auch überwinden können. Das letzte und wichtigste Kriterium, damit du deinen Sport wieder aufnehmen kannst, ist auch eine volle Beweglichkeit. Bewegungseinschränkungen gehen damit einher, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder einknickst, größer ist, als wenn deine Beweglichkeit voll vorhanden ist. Stabilisationsübungen sind in dieser Phase extrem wichtig, damit du deine Muskulatur wieder trainierst, schnell auf Bewegungsrichtungsänderungen zu reagieren und deine Gelenke wieder zu stabilisieren. Als erstes sollen Stabilisationsübungen gemacht werden mit offenen Augen, damit du jetzt halt einen visuellen Input bekommst,
wie deine Muskulatur auf den Unterschied reagieren sollten. Leichtere Übungen zu Beginn, das heißt gleich nach 8 Wochen, wenn du keine Beschwerden hast, sind einfach vorwärts zu hüpfen. Du beginnst das mit offenen Augen, deine Knie sind komplett durchgestreckt und du gehst mit beiden Füßen zusammen und gibst einen leichten Hüpf nach vorne. Genauso wie du in der Lage sein solltest, diese gleichen Hüpf wieder rückwärts zu machen. Wenn das alles schmerzfrei geht, versuchen wir dann auch seitlich zu hüpfen. Vor allem diese Bewegung sollte gut trainiert sein und vor allem solltest du schmerzfrei sein, bevor du es ausprobierst. Und du beginnst die Übung immer mit offenen Augen und beide Füße auf dem Boden und du springst seitlich weg. Sowohl nach außen als auch nach innen. Oder beziehungsweise in eine Richtung und dann in die andere. Für das Training solltest du versuchen, 5-mal hintereinander zu hüpfen. Nach vorne und zurück, rechts und links. Wenn das alles gut läuft, dann solltest du beginnen, dein Training zu intensivieren, indem du das jetzt schaffst, auf ein Bein stehen zu bleiben und dann eine instabile Ebene zu provozieren. Zu Beginn werden eine leichte Übung zum Beispiel, du bleibst auf einem Fuß stehen, auf dem verletzten Fuß. Das Knie ist leicht gebeugt und du versuchst mit deiner Hand in unterschiedlichen Richtungen dich zu bewegen. Je schneller du das machst, ohne die Stabilität zu verlieren, desto besser ist es ein Beweis, dass dein Sprunggelenk wieder für den Sport geeignet ist. Und das letzte Kriterium, bevor du wieder joggen gehst oder wieder klettern gehst, ist, dass du in der Lage bist, auf ein Bein zu stehen, zu hüpfen und schmerzfrei zu landen. Du kannst es beginnen, indem du mit deinem Sprunggelenk einfach kleine Hüpfe nach vorne gibst und bewusst landen zu bleiben. Um das erstmal auszutesten, kannst du versuchen, mit beiden Füßen zu hüpfen und dann auf dem verletzten Fuß zu landen. Wenn das gut geht, schmerzfrei geht, kannst du das weiter probieren, dass du dann auf ein Bein nach vorne und zurück, nach außen und nach innen. Wichtig dabei ist, dass du landen solltest und stabil landen solltest. Du kannst die Direktionen oder die Bewegungsrichtung erstmal einzeln auszuüben. Und wenn das auch noch gut geht, dann ist der Abschlusskriterium, dass du ein Bein hüpfen mit geschlossenen Augen machen kannst. Und wenn da alles in Ordnung ist, dann spricht nichts dagegen, dass du wieder joggen gehst. Ich hoffe, diese Serie von Übungen helfen dir, dass du letztendlich wieder zurück zu deinem Sport gehen kannst. Nicht zuletzt ist es auch extrem wichtig, dass die Beweglichkeit von deinem Sprunggelenk auch gut gefordert wird. Mit diesem Video erlernst du, wie du die Beweglichkeit von deinen Sprunggelenken wiederherstellen kannst. Hattest du schon eine Verletzung an deinem Sprunggelenk? Oder vielleicht an der Achillessehne oder vielleicht an den Fuß und du musstest längere Zeit eine Orthese tragen, wodurch die Beweglichkeit von deinem Sprunggelenk eingeschränkt worden ist? In diesem Video zeige ich dir 3 Übungen, wie du die Beweglichkeit von deinem Sprunggelenk wieder verbesserst. Für die erste Übung musst du dich hinsetzen. Du setzt dich gerade hin, kommst ein bisschen nach vorne und dann versuchst du, dass die Hüfte und Knie und das Sprunggelenk gerade in einer Ebene bleiben, in einer Linie. Du bewegst jetzt deine Ferse so weit nach hinten, rutscht so weit nach hinten, bis du den Bereich erreichst, wo die Beweglichkeit eingeschränkt ist. Wenn du jetzt den Punkt erreicht hast, wo du das Gefühl hast, dass die Ferse hochheben will von dem Boden, in dem Bereich bleibst du jetzt und dann gehst du leicht nach vorne mit deinem Knie. Du generierst über die Hüfte und über das Knie so einen Impuls vorwärts. Und diese Bewegung wiederholst du jetzt 15 bis 20 Mal.
Und wenn du das Gefühl hast, dass es erstmal jetzt gut ist, dann kannst du versuchen, noch ein bisschen weiter nach hinten zu gehen und da nochmal zurück. Vor und zurück mit deinem Knie. Das Ziel ist, dass du das Unterschenkel in Bezug zum Sprunggelenk bewegst. Und das ist die erste Übung. Für die zweite Übung wirst du jetzt deinen verletzten Fuß auf den Stuhl drauflegen. Du platzierst deinen Fuß, so dass es in eine Linie ist. Das heißt, wenn du nach unten guckst, ist deine Hüfte, das Kniegelenk und das Sprunggelenk in eine Ebene. Dein Knie, wenn du nach unten guckst, sollte dein Fuß überdecken. Und dann versucht man in dieser Stellung das Knie nach vorne zu bewegen. Und dann wieder zurück. Nach vorne zu bewegen und dann wieder zurück. Genau wie davor ist das Ziel, dass du den Unterschenkel über dein Sprunggelenk nach vorne bringst und dann aber auch strecken. Nach vorne und wieder zurück. Auch diese Übung solltest du mindestens 15 bis 20 Wiederholungen machen. Der Fokus liegt eher um die Beweglichkeit vom Sprunggelenk und nicht so doll auf die Beugung des Knies. Und das ist die Übung Nummer 2. Für unsere letzte Übung bringst du jetzt den verletzten Fuß nach vorne. Achtest darauf, dass du in einer Linie bleibst, in einer Ebene von der Hüfte, Knie und das Sprunggelenk. Die Übung beginnst du in 90-Grad-Stellung. Das heißt, dein Fuß steht zu 90 Grad zu deiner Unterschenkel. Und genauso wie davor, vorwärts bewegen und dann wieder zurück. In die Beugung reingehen und wieder zurück. Achte darauf, dass du erstmal in einer Linie bewegst. Das heißt, dein Knie zeigt jetzt direkt nach vorne und wieder zurück. Vorwärts und zurück. Diese Bewegung wiederholst du jetzt 15 Mal. Und danach gehst du jetzt in eine Diagonale nach außen. Die Bewegung wird jetzt deutlich kleiner werden. Aber du hältst deinen Fuß gerade auf dem Boden und gehst dann in eine Schräge nach vorne. Jetzt ist die Bewegungsrichtung so. Schräg nach außen. Bei dieser Übung ist es wichtig, dass du den Kontakt von den großen Zeh und die inneren Seite von deiner Ferse, dass du diesen Kontakt fest auf dem Boden hältst. Und auch hier wiederholst du die Übung 15 Mal. Danach, als letztes, verbessern wir die Beweglichkeit von der inneren Seite von dem Sprunggelenk. Und hier versuchst du, der Fuß bleibt jetzt fest auf dem Boden und du bringst jetzt dein Knie nach innen und vorne. Innen und vorne. Deine ursprüngliche Haltung ist immer die 90-Grad-Stellung und dann nach vorne und innen. Bei dieser Übung ist es wichtig, dass du den Kontakt zwischen die Außenkante von deiner Ferse und den kleinen Zeh, dass sie den Boden nicht verlassen. Und auch hier wiederholst du es einmal, hier zu 15 Wiederholungen.
In diesem Video haben wir 3 Übungen gemacht, um die Beweglichkeit von dem Sprunggelenk zu verbessern. Die seitliche Stabilisation hast du gerade gelernt. Und jetzt kommt ein wichtiger Muskel von deinen Unterschenkel, die Wadenmuskulatur. Du lernst jetzt in diesem Video, wie du diese Muskulatur richtig aufbauen kannst, ohne deinen Sehnenansatz zu überlasten. Kennst du das? Der Frühjahr beginnt, du freust dich endlich wieder joggen gehen zu können und dann rennst du los und deine Achillessehne meldet sich und du hast Schmerzen. Am Anfang kann es sein, dass die Schmerzen erstmal später auftreten und dann kann es sein, dass die Schmerzen so stark werden, dass du dann noch gar nicht mehr laufen gehen kannst und sogar gehen wird schwierig. Achillessehnenschmerzen können unterschiedliche Ursachen haben und die ist nie nur an einen Faktor gebunden. Das heißt, eine Fehlstellung von den Füßen, eine Einschränkung von der Beweglichkeit von der Hüfte, vom Knie, Überbelastung, eine Fehlbelastung von den Weichteilstrukturen. All dies kann einen Einfluss darauf haben, auf die Versorgung von der Achillessehne und dadurch können dann halt Beschwerden entstehen. Die Schmerzen entstehen von einem Ungleichgewicht von Belastung und Belastbarkeit. Das heißt, wenn du jetzt halt die Belastung einfach komplett runterbringst und Ruhe nimmst, 3 Wochen, 4 Wochen nicht joggen gehst, sobald du wieder anfängst zu joggen, werden deine Schmerzen wieder zurückkommen, weil du die Belastung runtergebracht hast, aber die Belastbarkeit nicht. Deswegen helfen nur Dehnungsübungen eher kurzfristig, um deine Schmerzen loszuwerden, aber die sorgen nicht dafür, dass du wieder joggen gehen kannst. In diesem Video zeige ich dir 3 Übungen, wie du das wieder anpassen kannst, damit deine Sehne wieder die Belastbarkeit hat, um dir wieder zum Joggen zurückzubringen. Und mein Name ist Wisne vom Bewegungsumfang und wir legen jetzt los. Für die erste Übung, das ist eine aktive Übung zur Dehnung der hinteren Muskulatur von deinen Beinen und auch zur Beweglichkeit der Hüfte. Du solltest dir auf dem Boden ein paar Bücher hinlegen, wenn du einen Stepper hast, einen Stepper. Oder wenn das jetzt halt für dich noch nicht reicht, kannst du es danach auch mit einem Möbel machen. Ich zeige dir gleich nochmal eine Alternative dazu. Wichtig ist dabei, dass du dich jetzt die Füße hüftbreit auseinander. Du sollst deinen Rumpf vorwärts beugen. Das heißt, du machst eine Beugung in der Hüfte. Versuch mal aber dabei nicht nach hinten zu gehen mit dem Gesäß. Und dann wird die Übung so aussehen. Du beugst dich vorwärts. Der Rumpf geht vorwärts, nicht nach hinten gehen mit dem Gesäß. Legst dein Gewicht jetzt auf deine Hände ab und bleibst in dieser Haltung. Dabei solltest du darauf achten, dass die Dehnung, dass du ein bestimmtes Ziehen an der Wade und auf der hinteren Seite von der Kniekehle spürst. Du bleibst in dieser Haltung für 20 Sekunden und gehst dann langsam wieder hoch. Bei dem Hochkommen ist es wichtig, dass du aktiv deine Gesäßmuskulatur aktivierst. Das heißt, du solltest die ganze Zeit vermeiden, dass du nach hinten gehst und dass dein Popo nach hinten weggeht. Diese Dehnung solltest du 3 Mal à 20 Sekunden wiederholen. Wenn es für dich schon zu tief ist und du die Dehnung zu doll spürst, kannst du auch das Gleiche machen, indem du deinen Oberkörper auf ein Möbel abstellst. Und auch hier, du beugst dich vorwärts, legst dein Gewicht auf die Fläche ab und versuchst da in der Hüfte eine Beugung zu bekommen und nicht nach hinten gehen mit deinem Gesäß. Und in dieser Haltung 20 Sekunden bleiben. Dann wieder aufrecht und du wiederholst es 3 Mal. Das heißt, vorwärts beugen über die Hüfte, aktiv in der Haltung bleiben für 20 Sekunden und dann langsam wieder hochkommen. Nachdem du die Dehnungsübung hinter dir hast, das heißt 3 mal 20, dann gehen wir jetzt aktiv auf den Aufbau der Wadenmuskulatur. Und du gehst zurück zu deiner ursprünglichen Haltung. Das heißt, du beugst deinen Körper jetzt vorwärts, legst dein Gewicht jetzt auf der Unterfläche auf und versuchst jetzt in dieser Haltung
hochzukommen und wieder runter. Und nochmal hochzukommen und wieder runter. Und diese Bewegung wiederholst du jetzt 12 Mal. Und 5 und 6, 7. Deine Knie sollen ganz schön gestreckt sein. 8, 9, 10, 11. Und beim letzten Mal bleibst du jetzt 10 Sekunden oben und halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ferse wieder runter, Gesäßmuskulatur aktivieren und wieder hochkommen. Jetzt machst du jetzt 30 Sekunden Pause und wiederholst die gleiche Übung. Aber jetzt wirst du die aktive Phase, das heißt das Hochkommen, die wirst du jetzt reduzieren. Das heißt, du machst 10 Wiederholungen nach oben und bei dem 10. Mal, wo du hochkommst, bleibst du dann 15 Sekunden in der Position. Nochmal einmal hochkommen und bei der dritten Serie gehst du dann halt noch einmal nach unten, beugst über die Hüfte runter, legst dein Gewicht auf deine Unterfläche ab, gehst noch 8 Mal hoch, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und jetzt beim 8. bleibst du einfach 20 Sekunden oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ferse gehen zurück zu Boden und du rollst wieder hoch. Nutzt dafür deine Gesäßmuskulatur. Für die zweite Übung ist es wichtig, dass du lernst, die Wadenmuskulatur getrennt aufzubauen. Das heißt, warum getrennt? Weil die Wade eigentlich 2 Muskeln sind. Eins davon hat seinen Ansatz oberhalb vom Kniegelenk und das andere unterhalb davon. Deswegen macht es einen riesen Unterschied, ob du deine Übungen, deine Wadeübungen mit gestrecktem Knie oder mit gebeugtem Knie machst. Deswegen werden wir jetzt bei dieser Übung einmal die komplette Serie machen mit dem Knie gestreckt und das zweite mit dem gebeugten Knie. Du suchst dir eine Wand aus, gehst in so eine Plank Position, Unterarmsturz und lehnst dein Gewicht jetzt an der Wand ab. Achte darauf, dass du nicht in Hohlkreuz kommst und dass du deinen gesamten Rücken in der Gerade bleiben. Die Füße sind hüftbreit auseinander und in dieser Position gehst du einfach nach oben. Lehne einen Teil von dem Gewicht an der Wand ab, damit die Übung leichter wird. Und dann gehst du auf den Fußspitzen 12 Mal hoch. Wenn dir die Übung zu leicht ist, dann kannst du das Gleiche in Einbandstand machen. Um zu sagen, ob die Übung zu leicht oder zu schwer ist, ist es wichtig, dass du die 3 Serien erstmal komplett durchführst. Erst dann kannst du sagen, ob die zu leicht oder zu schwer ist. Und genau wie bei der Übung davor, du gehst 12 Mal hoch. Beim 12. Mal hältst du den Fuß oben und bleibst in der Position für 10 Sekunden. Gehst langsam wieder runter. Bei der zweiten Serie gehst du dann mit den Füßen 10 Mal hoch und beim zweiten Mal bleibst du dann 15 Sekunden oben. Und bei der dritten Serie gehst du dann 8 Mal hoch und bleibst dann anschließend noch 20 Sekunden oben. Zwischen den Serien ist es wichtig, dass du immer ein bisschen Pause anhältst. Das heißt, mindestens 30 bis 55 Sekunden Pause, bis du dann die nächste Serie wieder beginnst. Wenn du einmal die komplette Serie durchgeführt hast, das heißt 12,
10 und 8 Wiederholungen mit dem gestreckten Knie wiederholst du genau die gleiche Übung, aber jetzt wirst du darauf achten, dass deine Knie halb gebeugt bleiben. Und das wird dann halt nochmal so aussehen. Du gehst auf den Unterarm, stützt, lässt deine Füße hüftbreit auseinander, achtest darauf, dass du nicht in Hohlkreuz fällst und dann beugst du ein bisschen die Knie, behältst jetzt die Kniebeugung und gehst dann mit gebeugten Knie nach oben. Es kann sein, dass diese Übung dir entweder leichter oder schwer fällt, schwieriger als davor. Und das hat dann damit zu tun, auf welcher Anteil der Sehne deine Hauptprobleme liegen. Und auch hier folgst du dem gleichen Prinzip wieder vor. Du hältst die Kniebeugung, gehst dann auf den Vorfuß, wiederholst die erste Serie 12 Mal und bei dem 12. oben bleiben und halten für 10 Sekunden. Und dann bei der zweiten Serie 10 Wiederholungen und eine Haltungsphase von 15 Sekunden. Und bei dem letzten nochmal 8 Mal hochkommen, die Knie bleiben gebeugt und dann 20 Sekunden halten. Und das ist unsere zweite Übung. Für die letzte Übung, das ist jetzt halt das Anspruchsvolle für die Wadenmuskulatur, aber auch für die Weichteile der Sehne selber. Das heißt, man gibt bei dieser Übung einen Input, dass die Sehne selber stärker wird. Und diese Stärkung erreicht man, indem man aktiv in der Verlängerung der Sehne geht und dann wieder hochkommt. Ich zeige dir jetzt die Übung mit ein paar Büchern auf dem Boden. Im idealen Fall würdest du das an der Treppe machen oder irgendwo, wo du jetzt einen Höherunterschied hast. Du beginnst die Übung immer mit den beiden Füßen. Wenn du dir das zu leicht empfindest, dann kannst du die gleiche Übung wiederholen auf Einbeinstand. Du platzierst deinen Vorfuß auf deine Auflagefläche und dann gehst du jetzt aktiv hoch und dann langsam wieder runter. Und das Ziel ist, dass du irgendwann mit der Ferse tiefer bist als dein Vorfuß. Aktiv hoch und langsam bremsen, wie du runterkommst, bis du komplett unten bist. Und wieder hoch und aktiv runter gehst. Das Hochkommen soll schneller sein als diese Bremsbewegung nach unten. Lass es wirklich zu, dass deine Sehne sich komplett auseinander geht und dann aktiv wieder zusammenzieht. Und diese Übung solltest du 3 Serien machen, jeweils mindestens 12 bis zu 15 Wiederholungen. Wenn es nach dieser 15 Wiederholungen dir zu leicht fällt, dann kannst du das gleiche machen auf Einbeinstand. Und auch da das gleiche Prinzip, du kommst hoch und bremst langsam, wie deine Ferse tiefer wird als dein Vorfuß. Hochkommen und langsam wieder runter. Hoch und langsam wieder runter. Nur dann, wenn du die 3 Serien A15 Wiederholungen gut mit 2 Beinstand schaffst, solltest du die Übung wiederholen oder beziehungsweise die Übung steigern auf ein Bein. Nicht zuletzt hast du jetzt die Anleitung für einfache Möglichkeiten, um akute Hilfe zu bekommen, wenn du starke Beschwerden hast. Mit dem Tape gewinnst du sowohl an Stabilität, bessere Biodynamik für deine Fußbewegung und dazu eine extra Schmerzlinderung. Ich zeige dir eine schnelle und einfache Tape-Anleitung, die ich meinen Patienten in der Praxis gebe und von der alle begeistert sind. Also, bleib dran! Die Funktion, die diesen Tape hat, ist erstmal ein Teil von der Belastung von den Strukturen, das heißt für die Plantarfaszien, für die Sehnen, die da sind und für die Muskulatur, erstmal
einfach wegzunehmen. Dadurch, dass du eine geringere Belastung hast, werden die Beschwerden aber auch weniger. Ganz wichtig dabei ist, dass die Schmerzen entstehen durch ein Ungleichgewicht von Belastung und Belastbarkeit. Das Tape reduziert die Belastung und dadurch wirst du im ersten Moment beschwerdenfreier. Langfristig gesehen ist es aber sinnvoller, dass du zusätzlich zu dem Tape aber auch die Belastbarkeit von der Muskulatur und von den Weichteilen erhöhst. Am Ende des Videos verlinke ich dir nochmal die Übungen, die du machen solltest, um Schmerzen in den Füßen wieder loszuwerden. Und wir legen los mit dem Tape. Bei dem Tape ist es wichtig, ein Produkt auszuwählen, die auch eine bessere Qualität hat. Nur dadurch sorgst du, dass du das Tape auch länger anhält, erstens, und zweitens ihre Wirkung auch entfalten kann. So, wenn du dann halt so eine Rolle hast, dann solltest du 3 Züge, so nennt man diese kleinen Tapestücken, abschneiden. Und wie groß die sind, ist jetzt abhängig dazu, wie groß dein Fuß ist. Zum Beispiel in dem Fall hier würdest du ungefähr die Fußsohle als Referenzpunkt haben. Und diese 3 Züge, eins davon soll dann halt, du schneidest die in der Länge, die Kanten sind immer abgerundet, weil dadurch halten die einfach länger. Und das eine schneidest du am Ende einmal so auseinander und ungefähr an das letzte Viertel vom Tape. Bei den anderen Zug, der sollte dann ein klein bisschen länger sein als das davor. Normalerweise entsprechen diese Linien 5 cm, das heißt, dieses sind 5 cm länger als das davor. Und dieses hat am Ende nicht 2 Züge, sondern 4 kleine Züge. Ungefähr an den letzten Viertel bzw. Fünftel von dem Tape. Und das dritte, das ist eine ganz einfach, das nennt man Anker, das ist so ein kleines Viereck, das soll so ungefähr 10 bis 15 cm lang sein. So, und du beginnst das Tape bzw. die Anleitung, du solltest den Fuß zu dir nach oben ziehen. Es ist leichter, wenn jemand das anderes für dich macht. Wenn du es selber machen willst, dann versuche mal das Knie zu beugen, sodass du deinen Fuß auf deine Oberschenkel drauf hast. Du hältst jetzt den Fuß gerade nach oben und beginnst erstmal mit diesen 4 Zügen. Du reißt das obere Ende einmal an und auch die untere Ende, da wo diese Schnittstelle sind. So, jetzt wenn du dieses beide eingerissen hast, ist es ganz wichtig, wenn du ein Tape anlegst, dass die Spitzen immer ohne Zug angelegt werden. Du kannst jetzt ein bisschen das Bein hochheben, zu dir ranziehen, halte mal ein bisschen so in der Luft, genau. Und jetzt klebst du einmal um die Ferse herum, nach oben an, ohne zu ziehen, ohne gar nichts. Kannst jetzt einmal ablegen. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass du die Zehe zu dir reinziehst, nach oben, hochziehst zu dir ran, genau. Und dadurch ist schon eine Vorspannung da. Und jetzt ist der wichtigste Punkt. Du hältst an der Ende fest, hier, wo es noch nicht eingerissen ist, und klebst es mit ein wenig Zug an der Fußsohle bis zum Richtung vom Zeh hin. So. Wenn du an den Zehen angekommen bist, jetzt rutscht ein bisschen weiter nach unten. Genau. Bringst du jetzt die Zehe nach unten. Und jetzt hast du ja 2 bzw. 4 kleine. Und die ersten beiden bringst du jetzt um den zweiten Zeh herum. Zieh weiterhin den Fuß nach oben zu dir. Genau. Und die klebst du jetzt von oben. Und das gleiche machst du auch nochmal mit dem zweiten Zug um den zweiten Zeh herum. Und dann auch nochmal um den 4. Zeh herum. An der Fußsohle. Schön ohne Zug oben ankleben. Und auch den 4. kleinen um den Zeh drumherum. So, und dann umwickelst du den 2. Zeh. Jetzt kannst du es einmal nach unten bringen. Von der Ferse hin mit Zug in der Mitte, die Spitzen immer ohne Zug. Somit entlastest du die Plantarfaszie, dieser ganze Band- und Sehnenapparat in der
Fußsohle und dann die letzten 4 Züge umwickelst du einmal den zweiten Zeh und einmal den vierten Zeh. Und hier auch die oberen Spitzen überkreuzen ohne Zug. So, jetzt haben wir schon den Hauptbereich ein bisschen Unterstützung gegeben und jetzt legen wir los mit der zweiten Züge vom Tape. Und nochmal da genau das Gleiche. Die beiden Enden, die sollst du einmal so kurz anreißen, aber die bleiben. Und auch das obere. Genau, so. Die Spitzen werden immer ohne Zug angebracht. Und auch nochmal, Ferse einmal hoch, ein bisschen in der Luft. Genau. Und jetzt, statt genau in der Mitte zu gehen, wie mit dem Tape davor, versuchst du jetzt, Fuß weiter zu dir nach oben hinziehen, versuchst du jetzt diesen Tape ein bisschen seitlich anzulegen, Richtung Großzeh. Du ziehst die Mitte ab. In diesen Mitte, das ist der Bereich, der jetzt wirken sollte. Und den legst du jetzt seitlich an der Fußsohle hin, Richtung großen Zeh. Wenn du jetzt da angekommen bist, jetzt ziehst du den Zug mit den beiden Zügen, solltest du jetzt halt um den großen Zeh herumgehen. Zuerst von unten nach oben, ohne Zug. Lass mal locker den Fuß. Genau, ohne Zug. Einmal um den großen Zeh herum, von innen nach außen hin und dann nochmal von außen nach innen. Genau. Und wenn du jetzt halt den Bereich auch nochmal ohne Zug angeklebt hast, ganz wichtig, dann hast du schon eine volle Entlastung von deiner Plantarfaszie. Und als letzte kommt unser Anker nur dafür da, dass diesen Anteil an der Ferse, dass die befestigt wird. Wenn du jetzt deine Schuhe anziehst oder deine Socken, dass es nicht so leicht abgeht. Du reißt es einmal in der Mitte durch und ohne jeglicher Zug, einfach mal zur Befestigung von den anderen beiden Tapes, legst du das jetzt einmal um die Ferse herum, von oben und von hinten. Und dadurch hast du eine gute Unterstützung, damit du endlich deine Übungen machen kannst, dass du aktiv den Tag bewältigen kannst. Das Tape ist keine Lösung, aber eine gute Unterstützung. Wenn du das Tape hast, wirst du bestimmt beschwerdenfreier sein. Das hat auch diese Studien gezeigt. Die Studie hat gezeigt, dass die Patienten mit einem Tape besser laufen konnten und auch schmerzfreier waren. Und somit auch die Übung besser durchführen konnten. Wenn du das Tape jetzt angebracht hast, kannst du es problemlos 3 bis 5 Tage drauf lassen. In dieser Zeit oder während dieser Zeit wirkt diese Zugspannung von dem Stoff sehr gut. Du kannst auch problemlos duschen oder die Füße auch waschen. Es wäre aber sinnvoll, dass es nicht unbedingt den Bereich anseifst. Wenn du aber um den Tape herum kleine Pickelchen, Rötungen oder wenn es extrem juckt, es ist ein Hinweis dafür, dass du allergisch auf diese Stoffe reagierst und du sollst den sofort wieder abmachen. Es ist immer leichter, ein Tape nach dem Duschen abzunehmen. Damit ziehst du keine Haare mit. Das Tape hält auch länger, wenn es nicht so lange nass bleibt. Das heißt, nachdem du dich geduscht hast, du kannst ja ganz normal duschen, kannst du einfach kurz nach der Dusche mit dem Föhn auf einen normalen Abstand über das drüber gehen, damit es auch schneller trocknet. Und somit hält es problemlos 3 bis 5 Tage. Nachdem ist der Effekt auch geringer und dann kannst du es auch normal wieder abmachen. Ein bisschen Öl würde dich dabei unterstützen, das Tape schnell wieder abzubekommen. Wichtig ist, mach dazu die Übungen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit du nichts weiteres verpasst. Ich freue mich auf dich bei unserem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!